Du kannst nicht lange mit gebeugtem Knie sitzen, ohne dass der Schmerz vorne im Knie beginnt. Du musst ständig die Beinposition ändern, weil es einfach unangenehm wird. Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Wir schauen uns an, was da im Knie passiert und was du dagegen tun kannst. Und wenn du jemanden kennst, der unter Knieschmerzen leidet, dann schick ihm dieses Video. Vielen kennen das. Du sitzt eine Weile mit angewinkeltem Knie im Auto, Büro oder im Kino und plötzlich fängt es vorne im Knie an zu ziehen oder zu schmerzen. Oder du gehst ein paar Treppen hoch und jedes Mal spürst du diesen unangenehmen Druck im Knie. Das sind typische Beschwerden bei den sogenannten vorderen Knieschmerzen, auch bekannt als patellofemorales Schmerzsyndrom. Und genau darüber reden wir heute. Wir schauen uns 3 Dinge an. Was im Kniegelenk dabei eigentlich passiert, warum diese Belastung den Schmerz provozieren und natürlich, was du selber tun kannst mit gezielten Tipps und einfachen Übungen. Wenn wir über diese ziehenden Schmerzen vorne im Knie sprechen, dann geht es meistens um ein Zusammenspiel zwischen deiner Kniescheibe, also die Patella, und dein Oberschenkelknochen. Normalerweise gleitet die Kniescheiben beim Beugen und Strecken sauber in eine Rinne, die wir als Gleitlager nennen. Wenn dein Knie über längere Zeit in dieser Position bleibt, drückt die Kniescheibe stärker gegen den Oberschenkelknochen. Der sogenannte Gelenkdruck steigt. Und je länger du so bleibst, desto gereizter wird das Gewebe. Deshalb spüren viele den Schmerz direkt beim Sitzen oder beim Versuch, sich wieder zu bewegen. Man hat das Gefühl, ich muss die Beinposition ändern, weil es unangenehm wird. Ähnlich ist es bei dem Treppensteigen. Hier wird das Knie nicht nur gebeugt, sondern zusätzlich belastet durch dein Körpergewicht. Beim Hochsteigen wirken schnell 2- bis 3-fache deines Körpergewichts auf das Gelenk. Und das ist völlig normal. Aber wenn das Knie überempfindlich ist oder die Muskeln nicht optimal zusammenarbeiten, kommt es zur Reizung. Die gute Nachricht: Diese Schmerzen bedeutet nicht, dass etwas kaputt ist. Es ist meistens ein Zeichen für Überbelastung oder ein Ungleichgewicht. Und genau daran setzen wir an. Sofort Tipps für Sitzen. Wenn du im Sitzen arbeiten musst oder länger in dieser Position bleiben musst, dann versuche alle 20 bis 30 Minuten das Bein kurz zu strecken, selbst wenn es unter dem Schreibtisch ist. Versuche auch deine Sitzposition zu verändern. Mal mit dem rechten Bein eingewinkelt, mal mit dem linken, mal einfach mal aufstehen. Wenn du länger Fahrten machen musst, stell den Sitz so ein, dass das Knie nicht komplett gebeugt ist. Ein kleiner Winkelunterschied kann sogar viel bringen. Und jetzt beim Treppensteigen. Dabei ist das Knie stark gebeugt und es trägt gleichzeitig dein Körpergewicht. Die Oberschenkelmuskeln müssen aktiv arbeiten, um deinen Körper nach oben zu bewegen, was den Druck im Knie zusätzlich erhöht. Was kann den Schmerzen noch verstärken? Eine schwache Oberschenkelmuskel, fehlende Kontrolle aus der Hüfte oder einfach eine Bewegungsmuster, bei denen du das Knie zu doll überlastest. Zum Beispiel, wenn du beim Treppensteigen stark nach vorne kippst. Sofort Tipps für die Treppe. Steig bewusst langsamer und mit aufrechter Körperhaltung. Versuche das Gewicht mehr über die Hüfte und das Gesäß zu verteilen. Nicht alles aufs Knie drücken. Halte dich am Geländer fest, wenn es nötig ist. Das reduziert den Druck. Jetzt weißt du, warum gerade langes Sitzen oder Treppensteigen dein Knie reizen können. Und zum Glück kannst du aktiv etwas dagegen tun. Mit gezielten Übungen stärkst du die Muskulatur rund um das Knie und sorgst dafür, dass die Belastung besser verteilt wird und der Schmerz lässt nach.
Und hier sind 5 wichtige Übungen, die du ganz einfach zu Hause oder im Büro machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern. Die Übungen, die ich dir jetzt zeige, die kommen aus einer Studie, die nachgewiesen hat, dass wenn man diese Übungen zu Hause macht, dann werden Schmerzen vorne an der Kniescheibe deutlich weniger. Und die erste Übung ist die Dehnung von den hinteren Oberschenkelmuskeln. Und dafür solltest du dich hinsetzen, vorne auf dem Stuhl, so dass gerade so dein Becken noch auf der Stuhlkante ist. Du streckst dein Bein aus und achtest darauf, dass das Knie so gestreckt wie möglich bleibt. Fuß erstmal flach auf dem Boden und als nächstes ziehst du dann die Zehe zu dir ran. Und in dieser Position gehst du nun mit geradem Rücken vorwärts. Du beugst deinen Rumpf Richtung Oberschenkel hin. Das Ziel ist, dass du hinten an der Oberschenkel und in der Kniekehle eine ordentliche Dehnung spürst. Bleib in dieser Position für ungefähr 30 Sekunden und wiederhole das Ganze 3-mal. Du kannst die Übung oder die Dehnung noch verstärken, indem du die Zehe bewusst mehr zu dir ranziehst, den Rumpf bewusst mehr vorwärts bewegst und das Knie die ganze Zeit durchgestreckt hältst. Führe diese Dehnung 3-mal durch für jeweils 30 Sekunden und dann auch das gleiche auf der anderen Seite. Vorne an der Stuhlkante sitzen, Knie durchgestreckt, die Zehe zu dir hochgezogen und dann mit geradem Rücken vorwärts beugen. Auch hier solltest du es 3-mal für 30 Sekunden wiederholen. Bei der nächsten Übung geht es um die Stärkung der Hüft- und Gesäßmuskeln. Mehrere Studien haben schon bewiesen, dass wenn man Knieschmerzen hat, extrem wichtig ist, die Gesäßmuskel zu stärken, damit die Knie nicht zu doll in X-Bein bei Bewegungen reinfallen. Und dafür brauchst du so einen kleinen Gummiband. Du solltest das Gummiband oberhalb von den Knien platzieren. Und dann legst du dich auf die Seite hin. Das Bein, was du jetzt trainieren wirst, ist das Bein, was oben liegt. Du solltest selbstverständlich einfach die Symmetrie wegen die Übungen immer beidseitig durchführen. Aber du beginnst mit der Seite, die du Beschwerden hast, oben. Deine Hüfte sind leicht nach vorne gebeugt in 45 Grad und deine Ferse sollten ungefähr in Höhe von der Hüfte sein. In dieser Position kannst du auch gerne die Hand auf das Becken legen, damit du sicher bist, dass dein Rumpf stabil bleibt. Das Becken soll sich weder nach vorne noch nach hinten bewegen. Aus dieser Position versuchst du jetzt, die Knie auseinander zu bewegen. Die Ferse bleiben aufeinander platziert oder du kannst auch das obere Bein nach oben drehen, hältst die Spannung oben für 1-2 Sekunden und bringst das Bein dann langsam wieder nach unten hin. Seitenlage, Knie leicht gebeugt, Ferse sind auf Höhe von deinem Becken. Du bringst die Knie auseinander wie in Muschelbewegung nach oben, hältst oben die Spannung für 1-2 Sekunden und lässt das Bein dann langsam wieder nach unten senken. Diese Übung ist besonders effektiv, um die Gesäßmuskeln zu stärken und gleichzeitig hat es auch weniger Aktivität auf die Tensor fasciae lata. Dieser Muskel sorgt auch für eine Hüftabduktion, hat aber einen schlechten Effekt auf das Knie. 3 Serien solltest du durchführen für jeweils 15 Wiederholungen. Wie schwer die Übungen sind, kannst du damit steigern oder leichter machen, indem du das Gummiband entweder stärker, leichter oder sogar zu Beginn vielleicht komplett ohne machst. Auch hier solltest du beide Seiten trainieren. Bei der nächsten Übung geht es um die Stärkung und die Dehnung deiner Wadenmuskel. Und diese Übung kannst du noch effektiver machen, indem du das mit Gewichten machst. Es können freie Hanteln sein oder einen schweren Gegenstand. Stell dich auf eine Stufe hin, so dass deine Beine hüftbreit auseinander sind. Deine Ferse ist jetzt komplett frei
Und in dieser Position solltest du nun die Ferse so weit wie möglich heben und dann langsam senken lassen, so tief, bis du in der Wade eine Dehnung spürst. Achte darauf, dass wenn du runterkommst, deine Beine nicht nach innen in X fallen, sondern die ganze Zeit hüftbreit auseinander bleiben. Heb deine Ferse langsam so hoch wie möglich und lasse sie dann langsam wieder senken. Ebenfalls hier solltest du 3 Serien durchführen und je nachdem, wie viel Gewicht du in der Hand hast, 15 bis 20 Wiederholungen. Der Wadenmuskel hilft dir aktiv dabei, dein Knie zu strecken. Achte auf die Ausführung, damit deine Knie die ganze Zeit durchgestreckt bleiben. Wenn du das Gefühl hast, genau das hätte ich früher wissen sollen, dann abonniere gerne meinen Kanal. Hier zeige ich dir regelmäßig einfache, aber wirkungsvolle Ansätze, mit denen du endlich deine Schmerzen lindern kannst. Unsere 2 nächsten Übungen zielen darauf hin, die Oberschenkelmuskeln zu trainieren. Und für die erste Übung brauchst du jetzt so ein Gummiband. Am besten machst du aus dem Gummiband eine Schlaufe. Dann fixierst du eine Seite rund um die gegenübere Seite, wo du trainieren willst. Also, wenn du das linke Bein trainieren willst, fixierst du die Schleife auf die rechte Seite vom Stuhl. Dann bringst du die Schleife nach vorne, das wäre ja so, würde es ja aussehen, ziehst es etwas nach vorne, machst ein 8 und wickelst es einmal um den Vorfuß drumherum. Somit rutscht das Band nicht weg. Das sind die Hauptprobleme von vielen Patienten, wenn sie die Übung zu Hause probieren. Jetzt setzt du dich aufrecht auf dem Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden und deine Knie in etwa 90 Grad gebeugt. Das Gummiband sollte so befestigt sein, dass das Ende um den Knöchel herum liegt und den Vorderfuß einmal drin platziert ist. Das Band sollte dich nach hinten ziehen. Also der Widerstand kommt für die Streckung. Und in dieser Position streckst du nun das Bein bis ungefähr 45 Grad, aber gleichzeitig versuchst du auch das Bein etwas nach außen zu drücken. Diese Stellung oder beziehungsweise diese Bewegung mit dem Knie Streckung plus etwas nach außen sorgt dafür, dass man von dieser X-Beinstellung aktiv wegspannt und vor allem dieser innere Oberschenkelmuskel etwas mehr aktiviert. Und genau das ist besonders wichtig, wenn man vorne am Knie Knieschmerzen hat. Achte auf deine Haltung drauf, versuche deine Wirbelsäule so gerade wie möglich zu lassen und dann wiederhole 15 Mal diese Bewegung. Du beginnst in 90 Grad und streckst dann das Knie. Versuche die Bewegung Richtung nach oben und etwas nach außen zu bringen. Langsam in die Streckung rein und vor allem langsam solltest du auch einen Widerstand bieten für die Beugung. 3 Serien für jeweils 15 Wiederholungen solltest du durchführen. Und dann auch die andere Seite trainieren. Und bei der letzten Übung geht es um die Stärkung der Oberschenkel, aber auch die Stabilität von dem Rumpf. Genau da, beim Treppensteigen, brauchst du einen stabilen Rumpf, damit du das Knie etwas entlasten kannst. Und für die Übung selbst brauchst du einfach eine Wand. Stell dich mit dem Rücken an der Wand. Schulterblätter sollen die ganze Zeit an der Wand bleiben, ebenso auch das Gesäß. Deine Füße sind ungefähr 30 bis 45 cm von der Wand entfernt. Nun gehst du in eine Beugestellung von ungefähr 60 Grad. Achte darauf, dass deine Kniescheibe nicht vor deine Füße sind. Geh mit deinen Füßen so weit nach vorne, bis du von oben nach unten schaust, dein Knie nicht vor die Zehspitze ist. Und jetzt solltest du die andere Seite, die du nicht trainieren willst, wo du keine Beschwerden hast, die platzierst du deutlich weiter nach vorne, damit du hauptsächlich nur auf ein Bein stehen bleibst. Deine Hände kannst du noch an der Wand rannehmen für das Gleichgewicht und jetzt bleibst du einfach in dieser Position, in ein Bein stehen oder auf ein Bein stehen.
60 Sekunden lang solltest du diese Position beibehalten. Dein Knie darf weder nach innen noch nach außen abweichen, noch solltest du tiefer runtergehen oder das Bein nach hinten nehmen, damit dein Knie vor dem Fuß ist. Also 60 Grad Winkel, gesunde Beine nach vorne, Rücken an der Wand, Gesäß an der Wand und in dieser Position 60 Sekunden lang bleiben. Glaub's mir, es kann sehr anstrengend sein. Und falls auch für dich das sehr anstrengend ist, beziehungsweise du Schmerzen vorne am Knie hast, kannst du die Übung einfach kürzer durchführen. Also du behältst die Position, das gesunde Bein nach vorne und bleibst da 10, 20 Sekunden. So viel wie du aushältst, bis du spürst, dass deine Oberschenkelmuskeln richtig aktiv sind. Weder darf dein Knie nach innen kommen, noch darf es nach außen gehen. Zu Beginn 3 Serien von 10, 20 oder 60 Sekunden anhalten. Wenn du das Video bis jetzt angeschaut hast, dann schau dir auch noch weitere Videos in meinem Kanal über Knieschmerzen. Bleib dran, regelmäßiges Training über 3 Monate lang, 12 Wochen, sorgt dafür, dass Schmerzen im Kniegelenk deutlich reduziert werden und deine Oberschenkelmuskeln deutlich stärker werden. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!